Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Was da los Video Podcast. Bei uns ist heute Justine von der Gruppe Padamun. Padamun ist eine Gruppe von Paderborner Studierenden, die an Model United Nations Konferenzen teilnimmt und diese auch teilweise selber in Paderborn organisiert. Vor ein paar Wochen war sie auf der weltweit größten Moon-Konferenz, die eigentlich jedes Jahr in New York stattfindet, dieses Mal natürlich im Zeichen von Corona komplett digital stattfinden musste. Und dort haben sie sich mit knapp ungefähr 2000 Studierenden vernetzt und ebenso eine Konferenz simuliert. Justine, cool, dass du da bist. Erklär uns doch erstmal vielleicht ganz kurz für Leute wie mich, die nicht in ihrer Freizeit quasi solchen Konferenzen folgen, was genau läuft da ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Genau, normalerweise hätte das jetzt in New York in einem Hotel stattgefunden und jetzt wegen der pandemiebedingten Situation haben wir uns dann nicht persönlich getroffen, sondern auf einer Plattform von Gatherly. Das heißt, das wurde ähnlich gestaltet wie vor Ort. Das heißt, wir hatten verschiedene Räume, hatten Aufzüge, womit wir zwischen den Räumen wechseln konnten. Genau, das heißt, innerhalb von einem Raum konnten wir auch sogenannte Huddles bilden während der Informal Sessions. Das heißt, wenn wir an einem bestimmten Punkt angelangt sind, während der Konferenz, sind wir dann übergegangen zu Informal Sessions und konnten dort innerhalb von kleineren Gruppierungen uns austauschen und genau, das Ganze läuft ja darauf hinaus, dass wir eine sogenannte Resolution erarbeiten. Da ist es wichtig, dass wir zusammenarbeiten und die Ideen, die wir vorher gesammelt haben, zusammentragen und genau, das ist dann so das Ergebnis. Und diese Huddles, die waren ganz praktisch, weil man dann mit bis zu 16 Leuten zusammen in einer Gruppe sein konnte, an verschiedenen Tischen. Das war sehr schön organisiert tatsächlich. Klingt auf jeden Fall cool. Jetzt vernetzt man sich da ja mit Leuten aus der ganzen Welt eigentlich, aber ihr seid ja trotzdem im Kern auch eine Paderborner Gruppe, die sich irgendwie vorbereitet hat, auch monatelang auf diese Konferenz. Hattet ihr hier die Möglichkeit, irgendwie in Präsenz euch zu koordinieren oder musste auch da alles digital stattfinden wegen Corona noch? Der ursprüngliche Plan war tatsächlich gewesen, dass wir eine Art Bubble bilden, dass wir uns zusammentreffen und genau dann wenigstens vor Ort alles nochmal koordinieren können. Das Ganze war dann leider nicht möglich wegen der Beherbergungsverbote zu dem Zeitpunkt, was natürlich auch richtig gewesen ist. Es war schade, aber wir konnten das dann so regeln, dass wir, während wir dann die Regeln noch eingehalten haben, höchstens dann zu zweit uns getroffen haben und das dann so koordiniert haben. Das heißt, zwischen den Sessions haben wir uns dann auch auf Zoom getroffen oder auch auf der Plattform untereinander, haben dann besprochen, was so unsere Highlights gewesen sind, ob wir Ideen haben noch für weitere Reden und genau, einfach mal tief Luft holen und uns gegenseitig austauschen. Das war ganz schön. So konnte ich auch mit meiner Co-Delegierten Janine zusammen uns treffen und haben dann uns sozusagen abgesprochen, wer wann was sagt, weil wir dann beide in der General Assembly 3 Kambodscha zusammen vertreten haben und dann haben wir uns abgestimmt bei den Votings zum Beispiel. Jetzt habt ihr dieses Jahr das Land Kambodscha vertreten, hast du ja gerade schon gesagt. Das ist auch sehr erfolgreich. Also ihr habt 2 Awards gewonnen. Einmal einen Outstanding Delegation Award für die ganze Gruppe und einen Position Paper Award. Ich würde jetzt mal behaupten, die meisten von uns wissen nicht wirklich, wo Kambodscha so politisch steht. Was war da so vielleicht die größte Herausforderung in der Vorbereitung und was hat vielleicht auch Spaß gemacht an dem Land? Also was wir grundsätzlich gemacht haben bei der Vorbereitung, wir haben unglaublich viel an Materialien einfach bekommen über unsere verschiedenen Assemblies. Es gibt ja da auch Security Council unter anderem. Wir haben quasi so den Humanitarian Aspekt bei uns jetzt besprochen und da war es einfach wirklich wichtig, dass wir uns in das Land hineinversetzen und an den Punkten ansetzen, wo wir auch ansetzen dürfen. Das heißt, es ist noch immer eine Art Rollenspiel und wir dürfen bestimmte Grenzen nicht überschreiten. Bei Kambodscha
gab es mehrere Punkte, wo wir vielleicht nicht unbedingt die Sachen umsetzen könnten, die wir als Delegation aus Deutschland gerne umsetzen würden. Aber wir haben dann versucht, das Ganze zu kompensieren und dann an anderen Punkten anzusetzen. Da hatten wir genug Informationsmaterial auf jeden Fall und konnten uns dann da hineinversetzen, vor allem bei schwierigeren Themen. Gibt es bei diesen inhaltlichen Grenzen, also dass man jetzt nicht bestimmte Standpunkte vertritt, die ein Deutscher vertreten würde, gibt es da irgendwie Schiedsrichter oder sowas, oder wie kann ich mir das vorstellen? Grundsätzlich wird natürlich immer geschaut, dass das Ganze geordnet stattfindet. Es kann auch sein, wenn man ein Land vertritt, das war bei Kambodscha jetzt nicht so schwierig, aber wenn man ein Land mit einer sehr extrem politischen Einstellung vertritt, kann es auch manchmal dazu führen, dass andere Delegationen gegen einen reden oder auch, dass man selber sehr laut wird. Das ist zuvor schon mal vorgekommen, dann muss man sich etwas zurückhalten. Das Ganze wird dann aber trotzdem noch zwischendurch nicht unbedingt kontrolliert, aber es wird immer dazu angehalten, dass wir ein geordnetes und sachliches Gespräch führen untereinander und dort nicht zu ausfallend werden. Das war schon ganz am Anfang wichtig im Prozess des Position Papers, während wir die geschrieben haben, dass wir da nicht bestimmte Länder direkt angegriffen haben, sondern wir uns da relativ noch zurückhalten mussten und das eher generell formulieren sollten. Für dich persönlich war es, glaube ich, jetzt die 3. Konferenz. Ja, ne? genau. Musstest du schon mal so ein Land vertreten, wie du sagst, das halt extreme politische Einstellungen hat? Eine meiner ersten Konferenzen, da habe ich tatsächlich Iran vertreten. Interessant war tatsächlich, man orientiert sich immer an einem bestimmten politischen Kompass. Okay, das sind meistens Länder, die um einen herum sind. Das heißt, wir haben dann sehr stark mit Irak und Afghanistan und weiteren Ländern zusammengearbeitet und haben dann somit verschiedene Lösungen erarbeitet. Genau, das heißt, das war spannend, aber nicht unbedingt zu herausfordernd man hat halt sehr viel Input auch von den anderen bekommen und wusste dann, woran man sich halten sollte. Kommt man da auch mal so an den Punkt, wo man irgendwie innerlich schlucken muss, weil die Dinge, über die man da gerade verhandelt, irgendwie aus der eigenen Perspektive einfach nicht vertretbar sind? Oder kann man da ganz einfach sagen, okay, man rückt das eigene Ich irgendwie in den Hintergrund und verhandelt einfach erstmal nur auf sachlicher Ebene? Wie war das für dich bei Iran jetzt zum Beispiel? Bei Iran war es so, dass man versucht hat, die Sachen miteinander zu kombinieren. Man kann seine eigene Persönlichkeit natürlich nicht komplett ablegen, aber man versucht dann tatsächlich Gemeinsamkeiten zu finden, die Iran tatsächlich positiv geleistet hat. Zum Beispiel, dass die bestimmten Verträgen schon zugestimmt haben. Und an diesen Dingen konnte man sich dann festhalten. Man konnte dann während der Reden sagen, okay, Iran hat das und das schon gemacht und dann wusste man auch, was man noch weiter verlangen konnte, wo man sich integrieren konnte und an welchen Stellen man sich einfach zurückhalten sollte, damit man noch das Land korrekt vertritt sozusagen. Jetzt habt ihr das Jahreshighlight quasi hinter euch mit New York. Man kann natürlich hoffen, dass das in Zukunft wieder alles mehr in Präsenz stattfindet, je nachdem, wie es jetzt vorangeht mit der Pandemie. Vielleicht noch so ein kurzer Blick rückwärts. Ich stelle mir das so vor, wenn man da einmal im Jahr hinfliegt. Man trifft halt irgendwie tausende Studis aus der ganzen Welt, mit denen man sich vernetzt, mit denen man auch irgendwie nachhaltig Freundschaften schließt. Hat dieser Aspekt da dieses Jahr drunter gelitten oder hat man das irgendwie anders kompensiert, dass man sich anders mit den Leuten vernetzt und auch jetzt vielleicht noch in Kontakt steht? Also bei der New York-Konferenz war es eher schwierig, weil es eine sehr lange Konferenz war und wir in unterschiedlichen Zeitzonen agiert haben. Das heißt, es war wirklich so, dass wir eigentlich quasi in der Zeit auf New York-Zeit gelebt haben, weil die Konferenzen bis um Mitternacht teilweise gingen. Grundsätzlich war es tatsächlich so, dass wir vor allem bei unserer eigenen oder auch bei der FMUN
Konferenz noch Möglichkeiten hatten, mit den anderen dann in sogenannten Social Events einfach zu sprechen. Man konnte sehen, okay, die nehmen vielleicht auch an den und den zukünftigen Konferenzen teil, dann sieht man sich wieder. Grundsätzlich, leider durfte ich noch nicht an einer In-Person-Konferenz teilnehmen, aber mir wurde halt von meinen Kolleginnen schon viel davon erzählt und das heißt, wir haben tatsächlich etwas, worauf wir uns freuen können, dass es halt auch irgendwann wieder einen Schritt Normalität annimmt und wir uns dann auch wirklich Zeit finden können, mit den anderen dann wirklich noch mehr zu interagieren. Wie gesagt, das große Highlight ist für euch jetzt vorüber, aber das heißt ja nicht, dass ihr jetzt ein Jahr lang Pause habt. Was kommt jetzt so die nächsten Monate für euch noch für Padermoon? Tatsächlich haben wir schon mal geschaut, ob wir, wenn die Pandemie besser ist, gegen Ende des Jahres an einer weiteren Konferenz teilnehmen können in der Nähe von Prag. Das ist auch quasi eine von den größeren Konferenzen, dass wir dann eventuell dort wirklich dann vor Ort sein können. Das nächstgrößere wäre tatsächlich für uns die Prep MUN, die findet dann dauert noch ein bisschen gegen Ende des Semesters statt. Da wird natürlich unsere Padermoon teilnehmen. Auch viele von den Oral Proficiency Students, die dadurch ihre Credits für die Prüfungsleistung erhalten und dann auch außerorts von anderen. Zum Beispiel haben wir schon letztes Semester mit der Uni Siegen da eng zusammengearbeitet. Das heißt, ich glaube, gerade Englischstudierende können bei euch ja dann auch Credits quasi noch abholen fürs Studium. Wer kann noch bei euch mitmachen? Grundsätzlich haben wir tatsächlich nicht nur Studierende von dem English Department, sondern wir haben auch einige, die Wirtschaftswissenschaften studieren. Gerade dadurch, dass wir jetzt das Ganze online laufen lassen, sind einige sogar gerade im Auslandssemester und nehmen trotzdem daran teil. Und eigentlich sind das, ist Padermoon ein Verein, an dem jeder teilnehmen kann und sollte. Wir freuen uns immer, wenn wir noch weitere Mitglieder dazu gewinnen. Und es ist halt auch einfach eine schöne Sache. Man kann nicht nur seine Sprachkenntnisse verbessern, man lernt extrem viele Leute kennen, mit denen man sich vernetzen kann. Und es ist einfach auch schön, wenn man etwas hat, was man auf dem Lebenslauf zeigen kann, wie man sich noch weiterhin engagiert hat. Das ist oft etwas, was verbindet. Wir hatten schon mal den Fall zuvor gehabt, dass jemand einen Job tatsächlich bekommen hat, weil die sich darüber halt verbinden konnten und einfach da eine Gemeinsamkeit feststellen konnten, weil beide an einer Konferenz teilgenommen haben. Dann wird es ja teilweise für manche sogar noch zum Karrieresprung weiter. Definitiv, auf jeden Fall. Ja, cool. Ich finde es ein richtig cooles Projekt. Ich danke dir ganz herzlich, dass du hier warst. Für diejenigen von euch, die das jetzt sehen und sich denken, boah, das ist was richtig Cooles, davon wusste ich noch nichts, da würde ich gerne mal mitmachen. Wir schreiben euch alle wichtigen Informationen in die Videobeschreibung. Stellt gerne auch Fragen in den Kommentaren, wenn ihr Lust habt. Und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal.